Macht, Gier und Verrat. Das sind die Währungen der wahren Herrscher. Denn das Mittelalter war nicht nur die Bühne für edle Ritter und prunkvolle Burgen, sondern vor allem ein Reich der Schatten. In seinen dunkelsten Ecken, verborgen vor den Augen der Chronisten, wurden die Fäden gezogen und die tödlichsten Entscheidungen getroffen. Begleiten Sie uns, wenn wir die 5 hinterhältigsten Intrigen ranken, geheime Komplotte, deren Konsequenzen den Lauf der Geschichte für immer veränderten. Wir beginnen unser Ranking auf Platz 5 mit einem Konflikt, der die Grundfesten des 12. Jahrhunderts erschütterte. Es ist das ultimative Duell. Der mächtigste König Englands, Heinrich II., gegen den höchsten Vertreter Gottes im Land, den Erzbischof von Canterbury, Thomas Becket. Einst waren sie Verbündete, sogar enge Freunde. Doch ihre Ämter machten sie zu unerbittlichen Gegnern. Auf der einen Seite König Heinrich, der absolute Kontrolle über sein Reich und dessen Gesetze forderte. Auf der anderen Becket, der die Unabhängigkeit und die Macht der Kirche mit eiserner Sturheit verteidigte. Jahrelang tobte ihr Streit und vergiftete die Politik des gesamten Königreichs. Die eigentliche Intrige wurde dabei nicht in einer dunklen Gasse geboren, sondern in einem einzigen Moment königlicher Frustration. Nach einem weiteren zermürbenden Streit soll Heinrich II. Vor seinem Hofstaat ausgerufen haben: „Wird mich denn niemand von diesem turbulenten Priester befreien?“ War es eine rhetorische Frage, ein bloßer Wutausbruch? Für 4 seiner loyalen Ritter war es etwas anderes, ein Befehl. Sie zögerten nicht. Sie ritten nach Canterbury und stellten Thomas Becket dort, wo er sich unangreifbar wähnte, in seiner eigenen Kathedrale. Sie forderten ihn auf, sich dem Willen des Königs zu unterwerfen. Doch der Priester weigerte sich. Er wusste, was ihm bevorstand, aber er wich nicht zurück. Vor dem heiligen Altar wurden die Klingen gezogen und die Mauern, die nur für Gebete bestimmt waren, wurden Zeugen eines der berüchtigsten Morde des Mittelalters. Die Tat schickte eine Schockwelle durch die gesamte christliche Welt. Der König musste öffentlich Buße tun, um einer Exkommunikation zu entgehen. Becket aber wurde über Nacht zum Märtyrer, sein Grab zu einem der wichtigsten Pilgerorte Europas. Platz 5, weil ein unbedachter Satz, gesprochen aus Zorn, mehr veränderte als jeder geschriebene Order. Eine tödliche Erinnerung daran, dass die Worte eines Königs immer Gewicht haben. Weiter geht's mit Platz 4. Dafür reisen wir nach Florenz im Jahr 1478. Eine Stadt, die für Kunst und Reichtum glänzt, aber hinter den Kulissen von einer erbitterten Rivalität beherrscht wird. Hier regiert die Bankiersfamilie der Medici. Doch ihr Reichtum und ihre Macht säen den Neid, der den Boden für eine der kühnsten Verschwörungen der Geschichte bereitet, die Pazzi-Verschwörung. Die Familie Pazzi, selbst mächtige Bankiers, konnten es nicht ertragen, die zweite Geige zu spielen. Mit der heimlichen Unterstützung von Papst Sixtus IV. Schmiedeten sie einen mörderischen Plan. Das Ziel? Die vollständige Auslöschung der männlichen Medici-Linie durch die Ermordung der Brüder Lorenzo und Giuliano. Der Ort für die Tat war an Kaltblütigkeit kaum zu überbieten. Der Dom von Florenz während der heiligen Ostermesse. Am 26. April, als die Glocken zur Wandlung läuteten und hunderte Gläubige andächtig knieten, schlugen die als Priester und Adlige getarnten Attentäter mit eiskalter Präzision zu. Ihr erstes, argloses Ziel war Giuliano de' Medici. Er wurde mit einer unfassbaren Brutalität angegriffen und von 19 Dolchstichen getroffen, bis er tödlich verwundet direkt vor dem Hauptaltar zusammenbrach. Sein Bruder Lorenzo wurde im selben Moment am Hals verletzt, doch der Schock wich sofort seinem Überlebenswillen. Er reagierte blitzschnell, wickelte seinen Mantel als Schild um den Arm, zog sein eigenes Schwert und kämpfte sich einen Weg durch das ausbrechende Chaos frei und schaffte es, sich schwer verletzt in der Sakristei zu verschanzen. Der Putsch war gescheitert. Die Bürger von Florenz, wütend über den Frevel in ihrer heiligsten Stätte, stellten sich nicht auf die Seite der Pazzi, sondern machten eine gnadenlose Jagd auf die Verschwörer. Sie wurden gefasst und öffentlich an den Fenstern des Regierungspalastes gehängt. Platz 4, weil diese Intrige in ihrer Konsequenz das genaue Gegenteil von dem erreichte, was sie beabsichtigte. Statt die Medici zu stürzen, festigte sie ihre Macht auf Jahrzehnte und machte aus dem überlebenden Lorenzo den Mann, den die Geschichte als Lorenzo den Prächtigen kennen sollte. Platz 3 führt uns zu einer Intrige von beispiellosem Ausmaß. Es geht hier nicht um den Tod eines Mannes,
sondern um die geplante Vernichtung eines ganzen Ordens, die Tempelritter. Sie waren nicht nur Kriegermönche. Im frühen 14. Jahrhundert waren sie die reichste und mächtigste Organisation Europas, ein internationaler Bankkonzern mit eigener Armee, dem selbst Könige und Päpste Geld schuldeten. Sie galten als unantastbar, doch ein Mann sah in ihrem Reichtum keine Stärke, sondern eine Beute: Philipp IV., König von Frankreich. Bis über beide Ohren bei den Templern verschuldet und gierig nach ihrem Vermögen, ersann er einen Plan, der an Skrupellosigkeit und Effizienz bis heute seinesgleichen sucht: eine feindliche Übernahme mit staatlichen Mitteln. Monatelang wurden im Geheimen versiegelte Befehle an jeden königlichen Beamten im Land verteilt. Und dann, in den frühen Morgenstunden des Freitags des 13. Oktobers 1307, schlugen sie zu. In einer einzigen, landesweit koordinierten Aktion wurden die Tore hunderter Templerburgen und Häuser in ganz Frankreich eingeschlagen. Die Ritter, völlig überrascht, wurden aus dem Schlaf gerissen und in Ketten gelegt. Was folgte, war ein Schauprozess, der auf einem Netz aus Lügen aufgebaut war. Unter dem Vorwand der Ketzerei und mithilfe brutalster Folter wurden groteske Geständnisse erzwungen. Von Teufelsanbetung bis hin zu gotteslästerlichen Ritualen. Jahre später, als der Großmeister Jacques de Molay auf dem Scheiterhaufen in Paris verbrannt wurde, war der Orden zerschlagen und sein gesamter Besitz in der Hand des Königs. Platz 3, weil dies die Blaupause für staatlichen Terror war. Eine eiskalte, bürokratische Intrige, die einen der mächtigsten Orden der Welt aus reiner Habgier und Machtkalkül auslöschte und nebenbei den Mythos des unheilvollen Freitags des 13. schuf. Platz 2 unserer Liste ist keine laute Verschwörung, sondern ein leises, kaltes Verbrechen. Ein Geheimnis, das so düster ist, dass es die englische Geschichte bis heute heimsucht. Wir sind im Jahr 1483. König Eduard IV. Ist tot und sein ältester Sohn, der erst 12-jährige Eduard V., ist nun König von England. Doch er ist zu jung, um zu regieren. Zu seinem Schutz wird sein Onkel Richard, der Herzog von Gloucester, zum Lord Protector ernannt. Richard bringt den jungen König und seinen noch jüngeren Bruder in den Tower of London, offiziell um sie auf die bevorstehende Krönung vorzubereiten und sie vor politischen Feinden zu schützen. Die mächtigen Mauern des Towers sollten ihre Zuflucht sein, doch sie wurden ihr Gefängnis und, so wird vermutet, ihr Grab. Zuerst sah man die beiden Jungen noch beim Spielen im Garten des Towers, doch dann wurden die Sichtungen seltener. Bald verschwanden sie ganz hinter den kalten Steinmauern. Niemand hat die Prinzen je wieder lebend gesehen. Während London rätselte, was aus seinen Thronerben geworden war, machte ihr Onkel Richard seinen entscheidenden Zug. Er erklärte die Ehe seines verstorbenen Bruders für ungültig und seine Neffen damit zu Bastarden, die keinen Anspruch auf den Thron hätten. Der Weg war frei. Mit den rechtmäßigen Erben aus dem Weg geräumt, bestieg der Mann, der sie hätte beschützen sollen, selbst den Thron als König Richard III. Die Intrige war vollendet. Platz 2, weil es der ultimative Verrat ist. Ein Akt, der nicht nur 2 unschuldige Kinder das Leben kostete, sondern auch einen Bürgerkrieg auslöste und das Bild von Richard III. Für immer als das eines skrupellosen Usurpators prägte, der für die Krone über die Leichen seiner eigenen Familie ging. Wir sind bei Platz 1 angekommen. Und was Sie jetzt hören, klingt wie das Fieberdelirium eines wahnsinnigen Autors. Vergessen Sie Dolche im Dunkeln und Gift im Wein. Die hinterhältigste, bizarrste und groteskeste Intrige des gesamten Mittelalters war ein öffentlicher Gerichtsprozess. Wir sind in Rom, im Jahr 897, der Angeklagte Papst Formosus. Das Problem? Er war seit 9 Monaten tot. Der Mann hinter diesem unfassbaren Plan war sein Nachfolger, Papst Stephan VI. Getrieben von fanatischem Hass und dem politischen Kalkül, alle Handlungen und Ernennungen von Formosus für ungültig zu erklären, befahl Stephan das Unvorstellbare. Unter dem Schutz der Dunkelheit
wurde das Grab von Formosus geöffnet, sein bereits verwesener Leichnam exhumiert und zurück in den Lateranpalast gebracht. Der Leichnam wurde gewaschen, in die prächtigsten päpstlichen Gewänder gekleidet und auf einen Thron im Gerichtssaal gesetzt, gestützt von Helfern. Die gesamte römische Geistlichkeit wurde gezwungen, an diesem makaberen Theater teilzunehmen. Papst Stephan führte den Vorsitz und schrie die Leiche wütend an, überhäufte sie mit Anklagen von Meineids und unerlaubter Machtergreifung. Einem zitternden jungen Diakon wurde befohlen, als Verteidiger für den Toten zu agieren und für ihn zu antworten. Es war eine Farce von kosmischem Ausmaß, der absolute Tiefpunkt päpstlicher Machtkämpfe. Wenig überraschend wurde Formosus in allen Punkten schuldig gesprochen. Das Urteil war so grausam wie der Prozess selbst. Man riss ihm die päpstlichen Roben vom Leib, die 3 Finger seiner rechten Hand, die er einst zum Segnen benutzt hatte, wurden ihm mit einem Beil abgehackt. Anschließend wurde sein geschändeter Körper durch die johlenden Straßen Roms geschleift und achtlos in den Tiber geworfen. Doch die Geschichte hatte eine letzte ironische Wendung. Die römische Bevölkerung war von diesem Akt so angewidert, dass sie sich gegen Stephan erhob. Er wurde ins Gefängnis geworfen und dort wenig später erdrosselt. Platz 1, weil die Kadaversynode die absolute Perversion von Recht, Macht und Religion darstellt. Eine Intrige, die so monströs war, dass sie selbst die abgebrühten Menschen des 9. Jahrhunderts schockierte und ihren Urheber ins Verderben riss. Es ist der ultimative Beweis, dass die Realität manchmal weitaus wahnsinniger ist als jede Fiktion. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr über die entscheidenden Momente und Katastrophen, die unsere Welt geformt haben, erfahren wollt, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Was denkt ihr über diese Intrigen? Schreibt es in die Kommentare.